In diesem Video beschäftigen wir uns damit, wie wir aufhören, das Leben anderer zu leben, wie wir aus dem Käfig herauskommen und anfangen, nach unseren eigenen Erwartungen und Vorstellungen ein Leben zu formen, wie wir selbst Herr unserer Handlungen und Entscheidungen werden. Lasst uns mit diesem Video den ersten Schritt zu einer selbstbestimmten Persönlichkeit machen. Los geht's! Vielleicht glaubst du bereits, ganz du selbst zu sein. Du glaubst, dein Leben nach deinen eigenen Wertevorstellungen zu leben. Wenn dem so ist, top, hast du alles richtig gemacht. Aber kurz reflektiert werden wir feststellen, dass wir viele unserer Handlungen eigentlich nur machen, um anderen zu gefallen, jemand anderem etwas zu beweisen oder jemanden zu beeindrucken, sei es unsere Freunde oder unsere Familie oder den Vorgesetzten. Allein unser öffentliches Leben ist größtenteils fremdbestimmt, da wir immer wieder krampfhaft versuchen, den gesellschaftlichen und politischen Normen und Erwartungen zu entsprechen. Wenn wir schon im Kontext der Gesellschaft und Politik sind, schauen wir uns doch mal einen unserer Grundrechte etwas genauer an. Im Grundgesetz, Artikel 2, heißt es folgendermaßen, Absatz 1. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Absatz 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Es heißt hier die Freiheit der Person. Was heißt das jetzt aber genau? Die Freiheit der Person und damit verbunden also die der Persönlichkeit ist eine Frage der Entfaltungspotenziale und Möglichkeiten des Ichs. Was das Ich, das Du und das gemeinsame Wir alles ausmacht, hatten wir bereits in einem unserer vorherigen Videos thematisiert. Das Ich entfaltet sich aus zwei grundlegenden Eigenschaften, der Identität und der Individualität. Die Identität beschreibt die an uns herangetragenen Normen, Ansichten und Bilder, quasi Stereotypen eines gesellschaftlichen Querschnitts. Hier fängt schon der erste Struggle an. Artikel 2, Absatz 1. Soweit meine persönliche Entfaltung nicht die Rechte anderer verletzt oder das Sittengesetz verletzt. Selbstbestimmtheit im politisch oder gesellschaftlichen Kontext heißt also, trotz Wahren der Sittengesetze und einer gesellschaftlichen Harmonie seine Persönlichkeit voll entfalten zu können. Das ist jetzt natürlich ein sehr dünner Faden, Entscheidungen zu treffen, die nicht von anderen bestimmt werden und gleichzeitig keinem zu nahe zu treten, geschweige denn die Rechte des Nächsten zu verletzen. Definieren wir doch zunächst die Probleme oder die Punkte, die zu potenziellen Problemen werden können, wenn wir selbstbestimmt werden wollen. Erstens, wir leben in einer Gesellschaft. Wir Menschen sind soziale Lebewesen, sind also ergo auch den Einflüssen unserer Mitmenschen frei ausgesetzt. Die Erwartungen unserer Eltern, die Anforderungen unseres Arbeitgebers, der Gruppenzwang und Druck von Freunden. All diese unterschiedlichen Kontexte zwingen uns, nach bestimmten Zielen zu rennen, die gar nicht unsere eigene sind, sondern die von anderen Personen. Problem Nummer 2. Was denken andere über mich, wenn ich jene Entscheidung treffe? Wenn ich etwas Unkonventionelles tue? Wenn ich Muster breche? Was denken andere über mich, wenn? Drittes Problem. Die Angst davor, abgelehnt zu werden, als Konsequenz dessen, was für Entscheidungen ich getroffen habe. Die Angst, die damit zusammenhängt, ist, keinen Platz in der Gesellschaft finden zu können. Und damit verbunden die Angst, keinen Erfolg zu haben, zu scheitern. Das sind grundlegende 3 Problemfelder, die ich beobachtet habe. Nun stell dir vor, du liegst im Sterbebett und rückblickend auf dein Leben ziehst du folgendes Fazit. Ich habe nicht mein eigenes Leben gelebt, sondern das der Erwartungen und Anforderungen anderer Menschen. Das klingt traurig und erfordert einen aktiven Eingriff in dein Leben. Ich versuche mal, eine Brücke zu einem anderen Begriff zu schlagen. Die Motivation. Motivation ist die Antriebskraft, die uns zu einem gesetzten Ziel bewegt. Bringen wir nun die Punkte zusammen, die uns dazu motivieren sollen, selbstbestimmter zu werden. Erstens, ein Leben, das nach den Zielen anderer gelebt wird, wird uns nicht motivieren.
Wir werden dieses Leben nicht als lebenswert empfinden. Stell dir doch mal vor, du verlierst die Lebenslust, weil du fremdbestimmt wirst. Das zu ändern liegt in deinen Händen. Du hast Lust zu leben, weil du selbstbestimmt bist. Sobald du die Motivation durch deine Selbstbestimmtheit zurückgewonnen hast, kannst du dich fokussieren auf deine eigenen Ziele. Du kannst jetzt zielstrebig sein, nicht durch demotivierende Meinungen anderer aus der Bahn werfen lassen. Es ist und bleibt letztendlich dein Leben. Du bist die einzige Person, die mit den Konsequenzen deiner Entscheidungen leben muss. Zweitens, hebe deinen Selbstzweifel auf. Der Zweifel an deinen Entscheidungen, an deinen Fähigkeiten, an deiner Persönlichkeit wird dich immer wieder zurückwerfen. Dabei ist es ja doch genau dein Selbstzweifel, der dir zeigt, an welchen Baustellen du noch zu arbeiten hast. Und mit jedem überwältigtem und gewonnenem Selbstzweifel wirst du stärker und selbstbestimmter auferstehen. Das ist auch notwendig, damit du umso authentischer auftreten kannst. Denn nur wenn du dich selbst von deiner Persönlichkeit überzeugst, wirst du fähig sein, auch andere von deiner Person zu überzeugen. Fremdbestimmt zu sein spielt für eine authentische Person keine Rolle mehr. Du selbst definierst deinen Standpunkt. Und damit drittens, jeder Mensch ist einzigartig mit seiner Biografie, seinen Erfahrungen, seinen Schnittstellen und Berührungspunkten mit anderen Menschen, dem Gelesenen und dem Gesehenen. Alles an dir ist einzigartig. Es macht dich demnach umso einzigartiger, wenn du selbstbestimmt und selbstbewusst auftrittst. Es gibt keine vergleichbare Person. Es gibt also keine Referenz, mit der man mich hätte vergleichen können. Ich bin ich und ich als ich bin ich. Ich bin einzigartig. Etwas, das für Person A zum Beispiel richtig ist, kann in deinem individuellen Kontext falsch sein. Es kommt immer auf den Kontext an. Und auch umgekehrt, das, was du für richtig hältst, muss nicht allgemeingültig sein. Lass dir also für richtungsweisende Entscheidungen nicht einreden, was richtig oder was falsch ist. Insbesondere nicht von Menschen, dessen Status oder Wissen oder Weisheit oder Erfolg, wie auch immer, nicht dein Maßstab ist oder dessen Lebensart und Weise du gar nicht befürwortest. So wie alles Erfolgreiche im Leben solltest du für das Projekt Ich dir Ziele setzen, eine Strategie haben, wie du das Ziel eines selbstbestimmten Ichs auch erreichen kannst. Beachte die Punkte, die wir in diesem Video behandelt haben und nutze sie als Werkzeuge, um deine Persönlichkeit zu entfalten und um die Unverletzlichkeit der Freiheit deiner Person zu wahren.